Was finden Sie toll an dem Platz hier? Das Schöne ist, dass es ja oberhalb von Jena ist. Es ist wie so ein Plateau und man sieht hier oben nichts. Keine Menschen, keine Häuser, keine Autos, kein nichts. Das ist einfach immer wie ein kleiner Urlaub, wenn man hier hochkommt. Das stimmt. Ja, vielen Dank. Schönes Spiel dann noch. Danke, danke. Weimar ist ja eine bekannte Stadt aus mehreren Gründen. Nicht nur wegen der Weimarer Republik, aber natürlich auch, weil Goethe und Schiller dort gewohnt haben, weil Bach dort gelebt hat, mehrere Bachs sogar. Und deswegen besuchen viele Leute Weimar. Wenn man jetzt aber Golf spielen will, wo geht man da hin? Nun, es gibt zwei Möglichkeiten, die beide etwa eine halbe Stunde von Weimar entfernt sind. Da gibt es zum einen ein großes Resort mit Hotel und 3 großen Golfplätzen, wo 40 Millionen Euro wohl verbaut worden sind. Und dann gibt es in Richtung Jena, 6 Kilometer vor Jena, auf der Höhe diesen Golfclub Jena. Und das wollte ich mir mal anschauen, weil es mir doch speziell schien, schon von der Karte her. Wir sind hier also mitten auf dem Lande, etwas auf der Höhe, deswegen ist das hier auch ein wenig windig. Das hier ist ein Leuenlochplatz, der so um 2000 herum gebaut worden ist. Noch ist es ein Leuenlochplatz. Theoretisch könnte er zu einem 18-Lochplatz werden, wenn es hier mehr Mitglieder gibt. Im Moment hier 2023 gibt es wohl 300 Mitglieder. Und jetzt werde ich hier mal ein wenig spielen und dann auch die Drohne steigen lassen. Gebe ein paar Eindrücke vom Clubhaus, von der Anlage, von einigen Löchern und einen Blick von oben. Ich hoffe, das gefällt euch. Ja, wenn euch der Clip gefällt, dann drückt doch bitte auf Like, auf Gefällt mir. Und wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, dann ist es natürlich noch schöner. Für die Platzpflege ist hier die Herausforderung, dass es ein recht trockenes Gebiet ist. Der Harz, das Erzgebirge, das sind alles Bergketten, Hügelketten, die den Nordwestwind und den Regen abfangen. Hier ist es also ziemlich trocken. Da wir hier auf der Höhe sind, ist es auch ein wenig windig. Und es gibt wohl wenig Möglichkeiten, hier ein Wasserreservoir anzulegen. Aber die Greenkeeper schaffen es trotzdem, hier noch anständige Grüns hinzuzaubern. Ja, die Bahnen sehen zwar weit aus, aber im Detail, hier gibt es also Rough, was aber einigermaßen anständig geschnitten ist. Wenn man hier in der zweiten Bahn zu weit rechts schlägt, kommt man dort hinten in Rough oder Büsche oder Bäume, wenn man sehr weit schlägt. Also auf geht's. Die dritte Bahn, ein Par 4, relativ lang eigentlich, weil es auch leicht bergauf geht. Dafür ist aber die Bahn recht weit. Leicht nach links abfallend, aber am Anfang keine größeren Hindernisse. Ich bin hier übrigens alleine, sehe bei der Driving Range 1 oder 2 Spieler. Also während der Woche gibt es hier kein Risiko, dass das hier total überlaufen ist. Die Grüns sind nicht sehr groß, aber fest, regelmäßig und gut geschnitten. Der Platz ist doch nicht ganz ohne. Die vierte Bahn Par 3, 200 Meter und leicht bergan. Das muss man auch erstmal machen. Und im Hintergrund ein paar Windräder.
Die 5. Bahn, da lasse ich mich mal überraschen. Insgesamt geht es leicht bergab. Naja, man muss doch einigermaßen präzise spielen, denke ich. Ja, ich hatte gehofft, mit meinem 3. Schlag auf dem Grün zu sein, aber der Ball ist weitergerollt und in diesen taktischen Bunker. Ja, hier ein Par 3 ist nicht ganz normal, denn das Grün hier ist erhöht. Wenn man hier zu weit schlägt, rollt der Ball ziemlich weit runter am Ende. Doch nicht so schlimm. Der ist gerollt, aber nicht sehr viel weiter. Sonst wäre er vielleicht hier unten runter. Eine Paarmöglichkeit habe ich noch. So, also Sie meinten, ich müsste unbedingt die 8 und 9 auch spielen. Ja, wenn du das Schönste auf jeden Fall sehen willst am Platz, dann musst du noch hinten runter gehen. Geht's einmal tief ins Tal und einmal steil wieder bergauf. Das ist toll. Sind Sie Mitglied hier? Ja. Schon lange? 4 Jahre jetzt. 4 Jahre. Ja, das war eine schöne Runde. Das ist ein netter 9-Loch-Golfplatz. Die Bahnen sind ein bisschen trügerisch, denn sie scheinen leicht zu sein, aber sie sind relativ lang und dann sind die Grüns klein und das Rough war gerade gemäht. Also wenn das hier das Rough hoch ist, dann muss man wirklich sehr aufpassen. Aber ich hatte auch so heute einigermaßen Glück. Aber das ist eine angenehme Überraschung, dieser Platz hier. Vor allem dieses Clubhaus hat mich ziemlich begeistert. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich bin hier ganz begeistert von diesem Clubhaus. Das ist eine Überraschung, hier mitten auf dem Land so was Modernes zu finden. Ja, wir haben lange danach gerungen, hier endlich so ein Clubhaus hinstellen zu können. Im letzten Jahr wurde das eröffnet und wir sind, wie das immer so ist, immer noch nicht fertig. Also Und hier diese Anlage, was ist der Sinn davon? ja, also wenn es November, Dezember, wenn hier der ersten Schneeflocken fallen, wenn sie dann fallen oder wenn es kalt und schlechtes Wetter ist. Und deswegen haben wir uns diese Indoor-Anlage gewünscht und deswegen haben wir die Möglichkeit, eben den Winter über durchspielen zu können. Ja, das ist ja toll. Auch wenn es drinnen ist, aber man bleibt im Schwung und in der Bewegung. Ja. Ist das schon genutzt worden in diesem Winter? Sehr viel. Also wir haben selbst für Training, für platzreife Ausbildung, für Vorbereitung, also der platzreife Kurse, die dann auf dem Platz stattfinden, um den Schwung zu erlernen für Anfänger, als auch für Training und sogar für Turniere. Also toll. Indoor-Turniere, an denen wir dann teilnehmen und die dann national so auch ausgeschrieben sind. Und müssen dann die Mitglieder was bezahlen, wenn man diese Simulator haben will? Also es ist ein Obolus zu entrichten, weil das, Sie können sich vorstellen, also so eine Anlage kostet schon 15.000 Euro und die muss natürlich irgendwo sich wieder tragen und refinanziert werden. Nee, das ist toll. Das habe ich so noch nie in einem Clubrestaurant gesehen. Schön ist, man kann sich reinteilen, also wenn man zu viert spielt, also im Viererflight oder auch in Gruppen, wenn irgendwelche Events sind, dass man irgendwas ausschreibt und Ja. belebt natürlich auch das Clubleben und das Clubhaus selber an sich. Ich kann dem Club hier nur wünschen, dass jetzt mit der Zeit mehr und mehr Mitglieder oder Greenfee-Spieler hier vorbeikommen und dass hier in wenigen Jahren zu einem 18-Loch-Golfplatz wird. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Clip gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.